Ja, Portable Pianos für Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir schauen uns jetzt hier das Roland FP30X und das FP90X an. Auf dem FP30 hat sich Yassin auf dem anderen Ende gerade warm gespielt. Hallo Yassin. Hallo Jörg, ich grüße dich. Ja, eigentlich wollten wir uns wieder in einer tollen Testlocation treffen, geht aber nicht. Wir müssen uns online zusammenschalten. Aber ich denke, es geht auch ganz gut. Wir probieren es, ja. Ja, also ich finde ja, ein großer Vorteil ist, dass also jeder hat ein Instrument bei sich und wir können uns die Sounds gegenseitig vorspielen. Das finde ich schon mal klasse. Ja, das ist cool, ja. Und ist auch ein bisschen anders mal, als es wir bisher gewohnt sind von den Videos. Und ja, bin gespannt. Ja gut, also wir schauen uns ein bisschen die Unterschiede zu den Geräten an. Und ich bin gespannt, was du sagen wirst. Also wir bleiben dabei, wir gucken uns die Sounds an, wie ist die Tastatur und deine Expertise ist es zum Klavierspielen und Lernen geeignet. Mhm. Also, ja, was ist dein Eindruck zum FP30X? Also erstmal vom Visuellen her, sieht gut aus. Schön schlankes Gerät, sehr leicht, also sehr gut transportierbar. Und ja, gleich vielleicht zum Spieleindruck. Tastatur macht einen schönen Eindruck, also griffig, hochwertig, also für die Preisklasse auf jeden Fall. Und also macht Spaß zu spielen auf jeden Fall, ja. Das ist ja die PHA4-Tastatur von Roland, die Ivory Touch hat und Druckpunktsimulation sogar. Das ist, glaube ich, in dieser Preisklasse gibt es nichts Besseres. Auch das FP10, das kleinere Modell, hat ja auch diese Tastatur. Gut, beim FP90 ist natürlich alles ein bisschen besser, das kann man auch sehen, also das Bedienfeld ist deutlich besser ausgestattet und die Tastatur, die ist natürlich auch hochwertiger, aber bei dem Preis, das kostet ja 1.700, 1.800 Euro, das ist schon mal deutlich teurer, würde ich sagen. Definitiv, ja. Ja, und vom kompakten Aufbau her, was du eben gesagt hast, lässt sich leicht transportieren, das ist beim FP90X, ja, ein bisschen schwieriger, das ist schon recht schwer. Dafür hat es natürlich auch ein super Soundsystem eingebaut und hat echt einen super vollen Sound. Ja, aber lass uns doch in ein paar Sounds reinhören. Gerne. Das war der Basis-Klavierklang. Und wenn man einfach nochmal drückt, dann verändert sich einfach wieder der Klang. Man kann einfach durchschalten durch die verschiedenen Sounds. Es gibt natürlich auch noch E-Piano-Klänge. Roland-mäßig gute Qualität, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Man bekommt einen ordentlichen Klang und also gibt es meiner Meinung nach nichts zu meckern. Ja, also auch bis oben satt. Ja, das klingt echt gut. Also wirklich für so eine Preisklasse wirklich gute Sounds. Und man hat hier auch nochmal, trotz einem eingeschränkten Bedienfeld, die Möglichkeit mit der Split-Funktion Sounds schnell zu kombinieren. Zum Beispiel jetzt ein E-Piano und ein Piano. Und dann kann ich dann zum Beispiel die Tastaturen unterteilen oder kann auch mit einem Doppelgriff, also wenn ich zwei gleichzeitig drücke, dann beide Sounds anwählen. Sehr schön, ne? sehr schön. Und das klingt dann auch wirklich toll. Auch ein toller Sound. Ja. E-Piano und Akustisch-Piano zusammen. Toll. Ja, so, also ich sag mal, für das, was man normalerweise so braucht, an Hausgebrauch, an Sounds, ist es auf jeden Fall sehr gut, ja. Ja, wir können ja mal vergleichen. Also ich spiele mal hier das akustische Piano an vom FP90X. Das klingt natürlich schon etwas voller. Oder auch Das die stimmt, E-Pianos. Da gibt es noch andere. Oh, sehr schön.
Auch wenn ich die zusammenbinden will, dann brauche ich auch nur diese beiden Taster gleichzeitig zu drücken und dann habe ich die eben kombiniert. Aber berühmter Sound. Dieses MIDI Grand. Ja, stimmt, ja. Wow. Klingt Hammer. Klingt wirklich Hammer, wirklich muss man fett, echt sagen. Ne? Also das ist so dieser Roland-Sound, was du eben auch gesagt hast. Ja. Das sind fette Sounds irgendwie. Die spielen sich auch schön. Über die Tastatur vor allem auch so. Das klingt schon richtig sehr, sehr fett. Das klingt ziemlich originalgetreu, vor allem aus der Zeit. Also das merkt man, dass die Sounds wirklich 1:1 bekannt sind aus den einschlägigen Bands und Keyboard-Sound-Burgen von damals. Also das ist wirklich, selbst genau. auf dem Kopfhörer klingt's Hammer. Also wirklich Ja, das finde ich auch. Ich bin total happy hier. Und das ist wirklich dieser Sound, den man auch haben möchte, wenn man in einer Band spielt. Ja. Und das FP90X ist ja auch schon in diese Richtung ausgelegt. Das muss man einfach sagen. Hier ist so ein Equalizer, ein Dreiband-Equalizer. Dann kann man die Part-Lautstärken einstellen. Also ich kann jetzt den zweiten Sound, den kann ich jetzt unabhängig dazu mischen. Okay. Und das ist, glaube ich, beim FP30X dann doch nicht so einfach. Aber das kannst du, glaube ich, über die App machen. Du hast ja die App bei dir angeschlossen. Genau, wir haben hier die App. Die kann man über Bluetooth einfach mit dem FP30 connecten, also verbinden. Und das funktioniert wunderbar. Haben wir hier ausprobiert. Findet sofort das Gerät, überhaupt kein Problem. Und ich habe jetzt in der App verschiedene Möglichkeiten und kann zum Beispiel jetzt einfach auch die Dinge, die ich hier mit diesem etwas rudimentären Bedienungsfeld habe, kann ich jetzt sehr ausgiebig hier steuern. Ich habe hier zum Beispiel eine Metronom-Seite, wo ich das Metronom einstellen kann sogar verschiedene Patterns hier einstellen. Ich habe dann Keyboard und Tones und kann bei Tone jetzt hier das Piano anwählen und kann jetzt zum Beispiel auf dem Upright gehen und habe dann das Upright, ja. Ja. Und, ja, cool. Da hat man also verschiedene Möglichkeiten über Kategorien die Sachen anzupassen und habe dann alle Möglichkeiten parat und kann dann auch Dinge schneller anwählen und muss nicht auf die Tasten gucken, sondern kann hier direkt kann dann einfach mit einem und also absoluter Mehrwert mit der App und völlig intuitiv bedienbar, sehr einfach und macht tatsächlich auch Spaß. Ja, klasse. Upright Piano habe ich doch auch hier gesehen. Kleinen Moment mal, das können wir ja mal vergleichen. Also ich kann natürlich so Stride Piano, das ist echt nicht mein Ding. Das ist vielleicht ein Thema für unsere nächste Klavierstunde. Gerne, ja. Aber es gibt hier auch ein Mellow Upright, damit kann man ja andere Sachen spielen. Die kann ich auch spielen. Ist auch schön. Cool. Also für alle, die so ein bisschen mehr introvertierte Upright-Pianos haben wollen, für so ein bisschen poetische Sachen, ist es auch drin. Klingt sehr gut und man merkt natürlich schon, dass dein etwas größeres Schiff schon ein bisschen mehr Futter hat im Sound. Also das merkt man schon. Da geht schon ein bisschen mehr. Ja, klar. Aber ich meine, der Preisunterschied muss ja auch irgendwo gerechtfertigt sein und der Klang ist natürlich ein absolutes Kaufmerkmal für ein größeres Gerät. Ja, also das merkt man auch, wenn man hier so, gerade wenn man in diese Layer-Sounds geht. Das sind wirklich tolle Sounds. Dieses Konzertpiano finde ich hier wirklich grandios. Das ist super brillant und klar. Dann fand ich aber auch die E-Pianos, dieses Tine EP mit so einem schönen Chorus-Effekt. Das fand ich total super. Wenn man auch das layert, da gibt es dann auch ganz, ganz tolle Sounds. Ich habe hier nur 3 Synthes
ein Super Saw, ein Transy Synth und ein Flip-Pad. Mehr ist hier in der Kategorie leider nicht drin. JP8 Strings, das war's. Also das ist schon richtig großes Kino. Also klingt wirklich, ich fliege weg, das ist super. Das klingt Hammer, also ich kann mir das auch auf einer großen Bühne gut vorstellen. Also das Gerät natürlich nur mit mit den Tasten am Keyboard zu bedienen, ist eine Herausforderung. Ja, man sieht das jetzt mit der Kamera nicht so gut. Man hat quasi hier auch die Bedeutungen, zum Beispiel Ambience oder Brillanz oder auch Transpose, muss man quasi hier mit den Tasten und über eine Funktionstaste bedienen. Also ich drücke die Funktionstaste und kann dann zum Beispiel hier die Brillanz anpassen oder die Lautsprecher ein- und ausschalten und solche Funktionen. Das ist cool gemacht, kennt man halt aus günstigen Instrumenten, aber man muss sich wirklich gut auskennen und wissen, muss auch immer mal so von der Seite schauen, dass man wirklich sieht, was man eigentlich drückt. Ist, denke ich, einfach eine Preisfrage. Ja, definitiv. Das ist für die Preisklasse ja auch völlig normal. Also das machen alle. Dennoch, es macht die Sache nicht schöner. Es ist schon auch ein bisschen kompliziert dann zu bedienen. Da ist man mit der App schon besser dran. Ja. Das ist schon komfortabler, auf jeden Fall. Dennoch, was ich so gehört habe von dir an Sounds, was aus dem FP30 kommt, das ist für die Preisklasse schon wirklich super. Ja. Und ja, völlig klar. Also die App brauche ich jetzt hier gar nicht mal anschließen. Das kann ich natürlich auch machen. Die ist ja auch kompatibel zu diesem Piano. Aber ich habe hier das Display und ich habe sehr viele Bedienelemente. Und das kriegt man alles so geregelt. Und dann hat man natürlich auch die Regelmöglichkeiten. Das ist alles viel, viel komfortabler. So, jetzt habe ich es hinbekommen mit der App, die beiden Sounds zu koppeln. Man sieht hier, man kann hier Ton 1 und Ton 2 einstellen und dann und da kann man dann auch die Lautstärkeverhältnisse tatsächlich anpassen, ja. Also ich kann jetzt von dem zweiten Sound, minimal leiser machen. Okay. Und, aber immerhin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und aber ich denke, für die Preisklasse ist das absolut in Ordnung, aber kann man natürlich jetzt nicht mit dem großen Bruder vergleichen. Da geht es natürlich schon anders ab und das sieht man natürlich schon allein in der Auswahl, dass ich hier, ich habe hier einige String-Sounds, aber nicht vergleichbar natürlich mit einem Jupiter und allem und Synthi, was du alles hast. Also da wurde schon eine Vorauswahl getroffen und ich denke, das muss man dann auch einfach akzeptieren. Ich glaube, das Gerät ist ein super Stage-Piano mit guten Sounds und vor allem sehr leicht und durch die Tastatur ist einfach das Merkmal in dieser Preisklasse. Und wenn man mehr will, dann ist, glaube ich, auch interessant, mal sich den größeren Bruder anzuschauen. Ja, definitiv. Also da kann man, glaube ich, können wir schon mal zusammenfassen. Das hier, das FP90X, das ist schon eine professionelle Kiste. Das ist für Leute, die auch live spielen wollen, die einen vernünftigen, fetten Sound auf einer Chorprobe haben wollen oder in einer Bandprobe. Also wenn sie über die eingebauten Lautsprecher spielen. Das ist ja dann wichtig, also dass man autark ist mit dem Instrument. Ja. Das kleinere FP30X kann da bei den einzelnen Sounds in der Qualität nicht, das ist ein unfairer Vergleich, das ist völlig klar, aber das richtet sich auch viel, viel mehr an Einsteiger und Anfänger und die bekommen halt bei dem FP30X eine schöne Tastatur. Also ist wirklich ordentlich, was man da geboten bekommt, finde ich, vom Spielgefühl her. Definitiv. Und die Klänge machen das auch mit. Also man kann sich damit ausdrücken, man kann dynamisch spielen lernen und das ist alles super. Was ich als interessanten Pluspunkt gesehen habe, ist, dass es hier eine USB-Audio-Funktion gibt. Das heißt, man kann über das USB-Kabel nicht nur MIDI-Daten übertragen, sondern auch Audio. Gerade für Leute, die nicht in der DAW arbeiten und sofort einfach einen Klang übertragen wollen an einen Computer oder an ein Endgerät,
Hammer, dass es das gibt in der Preisklasse, habe ich bisher selten gesehen. Und man braucht quasi nur noch ein Kabel, man kann sich die Audiokabel sparen und das ist natürlich cool, gerade wenn man mit dem Laptop arbeitet oder sowas. Ja. Ja, absolut. Das ist auch ein wichtiger Punkt noch. Da sollte man immer in Betracht ziehen, weil die neuen iPads zum Beispiel haben ja gar keine Audioanschlüsse mehr. Ja. Also du kannst keinen Kopfhöreranschluss benutzen, um das an ein Mischpult anzuschließen. Brauchst du in dem Fall auch hier gar nicht, weil einfach über die USB-Verbindung ist das iPad vollständig in dem Audiosystem des Pianos. Ja. Tolle Sache. Also sehr gut. Pedal ist dabei, aber leider nur wieder so ein Fußtaster. Muss man mit klarkommen. Es lässt sich damit spielen, aber es ist nicht optimal. Notenständer ist auch mit dabei. Und wie gesagt, die integrierten Lautsprecher, also ein typisches Stage-Piano, wo man wirklich schnell mal unter den Arm gegriffen hat oder in den Kofferraum und alles eigentlich hat, was man braucht. Ja gut, also kleinen Moment. Hier ist das Pedal, das man eigentlich haben sollte. Ich halte das mal in die Kamera. Das ist das DP10 von Roland und das sollte man eigentlich beim Kauf des EP30X gleich mit einplanen. Das kann man optional kaufen und kann ich nur empfehlen, weil dieser Fußtaster macht nicht wirklich Spaß. Ja, ich halte ihn jetzt auch nicht in die Kamera. Ich denke, das ist nicht nötig. Ja. Also man sollte einfach die 20, 25, 30 Euro ausgeben. Ja, kann ich nichts mehr anfügen. Ich finde, außer dass ich eben hier an dem FP90X mich sehr wohl fühle, das ist ganz, ganz toll, großes Kino vom Sound her. Aber wenn ich anfangen würde, also so ein FP30X wäre schon eine tolle Sache. Cool. Ja, und für den Klavierunterricht von meiner Seite auch empfehlenswert. Gutes Gerät, guter Einstieg in die Welt der Musik und auch wer schon ein bisschen besser spielen kann, auch absolut empfehlenswert. Cool. Wunderbare Sache.